begonnen mit einer Kreuzwegandacht. Diese Zeit vor Ostern, diese Zeit ist ja geprägt von dem, was damals in Jerusalem auf Golgotha geschehen ist. Und so wollen wir unsere Feier beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erste Station: Jesus wird zum Tode verurteilt. Wir haben am Anfang unseres Gottesdienstes heute das Kreuzzeichen gemacht. Wann immer wir das Kreuzzeichen machen, erinnern wir uns unbewusst an den letzten Gang Jesu, der ihn ans Kreuz führte. Wir wollen heute auf diesem Kreuzweg seinen Weg bewusst mitgehen. Wir wollen sein Leiden und Sterben vor fast 2000 Jahren betrachten, aber den Blick nicht davor verschließen, wo auch heute noch Menschen leiden, wie er, wo er selbst in ihnen leidet. Immer ist er unter denen, die gekreuzigt worden sind. Auch Vorurteile sind Selbstverurteilung. Sätze wie, wir sind doch selber schuld, kommen schnell aus unserem Mund. Wer Arbeit finden will, der findet sie auch. So werden Arbeitslose wie oft sind Ausländer an allem schuld. Auch Schweigen, Unterlassen von Hilfeleistung kann Kreuzigung bedeuten. In zahlreichen Ländern der Welt. In Ländern der dritten Welt werden Gewerkschafter oder Befreiungstheologen Kommunisten genannt und dann verfolgt, gefangen genommen und umgebracht. In vielen Ländern der Welt ist Folter eine Selbstverständlichkeit. Beten wir für diejenigen, die heute ungerecht verurteilt werden und nicht die Möglichkeit haben, sich zu wehren. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Für die Arbeitslosen in unserem Land, die gerne eine Aufgabe hätten, aber bislang keine Chance bekommen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Für alle um ihres Glaubens oder wegen ihrer Rasse Verfolgten und Verurteilten in der ganzen Welt. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Für die Flüchtlinge, Heimatlosen und Abschiedehäftlinge in unseren Gefängnissen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Zweite Station. Jesus trägt sein Kreuz. Wie viele Menschen tragen heute ihr Kreuz? Kranke tragen ein Kreuz. Viele leiden nicht nur körperlich, sondern seelisch. Oft fühlen sie sich isoliert. In gesunden Tagen kamen Freunde, die mit ihnen feierten und Schönes erlebt. Aber jetzt ist ihre Zahl geworden. Es gibt Menschen, die beispielhaft ihr Kreuz tragen, zum Beispiel Familien mit Behinderten.
Auch alte Leute tragen oft ein Kreuz. Die Kräfte haben nachgelassen. Angehörige und Bekannte sind gestorben. Dann ist da das Kreuz der Trauer. Es ist besonders schwer zu tragen, wenn niemand da ist, der Trost spendet oder Nähe schenkt. Manche Leute tragen auch ein Kreuz einfach nur deshalb, weil sie es anderen nicht aufbürden möchten. Sie sagen, es geht und wissen oft, dass es nicht mehr geht auf. Meinen, Gott hat es so gefühlt. Wer nachdenkt, weiß um die vielen Kreuze in der Welt an Ländern mit Krieg. Wo Unfriede herrscht, da tragen Menschen schwere Kreuze. Auch jetzt, die Corona-Pandemie ist ein schweres Kreuz. Unsere ganze Gesellschaft leidet darunter. Wir beten für die Menschen, die in den Krisen- und Kriegsgebieten dieser Erde täglich bedroht sind. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Für die Trauernden, die um einen lieben Verstorbenen weinen, die allein sind und niemanden haben, der sie tröstet. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Für die kranken und leidenden Menschen, aber auch für alle, die im Alter gebrechlich geworden sind. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Für alle, die unter der Corona-Krise leiden, für die, die selbst daran erkrankt sind, für die Angehörigen, die einem sterbenden Familienmitglied hilflos gegenüberstehen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Für alle, die ein Kreuz tragen, von dem niemand weiß als Gott allein. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Die dritte Station. Jesus begegnet seiner Mutter. Die Menschen haben kein Mitgefühl mit Jesus. Sie treiben und schlagen ihn. Die Zuschauer weihen sich am Leid der Verurteilten. Dann aber begegnet Jesus seiner Mutter. In den Stunden seiner größten Erlebniswegen mit, leidet mit ihm. In einem bestimmten Augenblick begegnen sich ihre Blicke. Jesus Mutter spürt in diesem Augenblick die Weissagen des Simeon. Der selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Wir können uns vorstellen, dass das Gefühl Mariens Jesus viel bedeutet. Sie schenkt ihm ihre Liebe in dem Augenblick, da er sonst nur Hass und Verachtung erfährt. Wenn jemand leidet, körperlich oder seelisch, ist es gut, wenn mitfühlende Menschen bei ihm sind. Häufig sind die Verwandten, die Eltern, Geschwister, die Kranken und Leidenden beistehen, aber auch gute Freunde und Freundinnen. Maria erweist sich ihrem Sohn gerade auf seinem Kreuzweg
als Mutter. Können nicht auch wir Menschen in Not, Bruder, Schwester und Mutter sein? Wir beten für alle, die von anderen ausgegrenzt und verachtet werden, wegen ihrer Herkunft, ihrer Überzeugung oder ihrer Behinderung. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Für junge Menschen, die schwer erkrankt sind, ohne Aussicht auf Genesung. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Wir beten für die Eltern, die mit ansehen müssen, wie ihre Kinder leiden. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Für die Bewohner von Pflegeheimen und ihre Betreuer und Pfleger. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Singen wir Christi Mutter stammt mit Schmerzen 532. 532. Zwei Strophen. Christi Mutter stand mit Schmerzen bei dem Kreuz und weit von Herzen, als ihr Sohn ging, durch diese liebevolle Trauer schneidet unter Todesschauer, jetzt als Schwert des Leides ging. Wenn kein Schmerz der auserkoren, dass ich seinen eigenen Worten, wie er den Tode Angst und Jammer, Qual und Mangel, alles Leid in sie umfangen, ein Herz und Kraft. Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Jesu Kreuz tragen. Simon von Cyrene wurde dazu gezwungen. Auch heute werden Menschen dazu gezwungen, das Kreuz anderer zu tragen. Es bleibt ihnen keine Wahl. Pflegende Angehörige haben sich ihre Aufgabe oft nicht ausgesucht. Nicht immer ist ein Pflegeheim möglich. Auch die Menschen in den Pflegediensten können an Überforderungen leiden, wie jetzt in der Corona-Pandemie. Wie oft übernehmen sie Aufgaben, die sich nicht bezahlt bekommen. Helfer können zu hilflosen Helfern werden. Burnout. Wie viele Menschen haben sich ihr Leben ganz anderes vorgestellt? Frei, schön. Doch dann kam ein Kreuz, das sie zwang, auf die Verwirklichung ihrer Pläne zu verzichten. An wen denke ich, wenn ich Simon von Cyrene vor mir sehe?
Wer ist bei uns Simon? Mit verwirrten älteren Menschen, so selten Christen, die sich für das Mittragen des Kreuzes anbieten. Simon wird seinen Dienst, auch wenn er gezwungen war, nicht umsonst getan haben. Sind wir uns dessen bewusst, dass jedes Mittragen eines Kreuzes Segen bringt? Wir beten für alle, die den Schwachen helfen, im Leben zurechtzukommen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Für die Angehörigen von Kranken, die sich oft bis zur Erschöpfung einsetzen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Für alle, die in Krankenhäusern und Sozialstationen tätig sind, Verpflichtungen verzichten müssen, weil sie für andere in die Bresche springen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. 5. Station: Jesus wird gekreuzigt und stirbt am Kreuz. Menschen kreuzigen, festnageln. Das gibt es bis heute. Immer wieder werden Menschen aufs Kreuz gelegt, zur Bewegungslosigkeit verurteilt. Freiheitsberaubung gibt es in vielfacher Form. Es gibt Mütter, denen die Sorge für ihre Kinder aufgebürdet wird, sodass sie keine freie Minute mehr für sich haben. Es gibt Menschen, die vor lauter Pflichten nicht mehr ein noch aus wissen. Wenn Menschen in ihren Mitteln so eingeschränkt sind, dass sie kaum noch irgendwo hinkommen, fühlen sie sich wie wenn Kinderarbeit eine Selbstverständlichkeit ist, wenn Kinder um ihr Kindsein betrogen werden, dann findet Kreuzigung statt. Da wird Jesus erneut gekreuzigt. Kreuzigungsszenen können wir fast täglich sehen. Das Fernsehen liefert sie uns mit Berichten über Gewalt und Missbrauch ins Haus. Wann endlich hören wir Menschen auf, Menschen ans Kreuz zu schlagen? Singen wir O Haupt voll Blut und Wunden, 289. 289. O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und O Haupt zum Schloss mit einer O Haupt zum gekrönt, mit höchster Ehre und Ziel. Jetzt gegrüßet seist du mir. Jesus ist seinen Weg zu Ende gegangen, unweilbar, konsequent.
Es war der Weg der Liebe und der Gewaltlosigkeit. Den Mächtigen seiner Zeit missfiel sein Verhalten. Seine Forderungen störten das Zusammenspiel von Politik und Religion. Er hätte sich anpassen sollen, dann wäre ihm nichts geschehen. Aber dann wäre er weder Gott noch sich selbst treu geblieben. Und das war für ihn unvorstellbar. So führte sein Weg nach Golgotha. Sein Tod am Kreuz in den Augen der Welt, ein Scheitern in den Augen der Gläubigen, ein Sieg. Immer wieder gibt es Menschen, die für ihre Ideale bereit sind, in den Tod zu gehen. Menschliche Liebe kann so groß sein, dass es in das eigene Leben hintersetzt. Wenn wir Jesu Hingabe aus Liebe und Treue betrachten, dann sollten wir uns fragen, was wir zu geben bereit sind. Haben wir Ziele, für die es sich lohnt zu leben und notfalls auch zu sterben? Wer sein Leben retten will, wird es verlieren, sagt Jesus. Unsere Zeit braucht Menschen mit Zivilcourage, braucht Christen, die zu ihrer Überzeugung stehen, auch wenn sie deshalb verachtet, bedroht und verfolgt werden. Die Kirche lebt vom Zeugnis Jesu und seiner Märtyrer. Wir beten für alle, die ihren Idealen treu bleiben und dafür Nachteile in Kauf nehmen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Für alle, die um des Evangeliums willen verfolgt und getötet wurden. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Wir bitten für alle, die sich für Recht und Gerechtigkeit einsetzen, um die Kreuz dieser Welt abzuschaffen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Singen wir 460, wer leben will wie Gott. 460, ohne die Wiederholung. Wer leben will wie Gott auf dieser Erde, muss sterben wie ein weiser Gott, muss sterben, um zu leben. Er geht den Weg, den alle Dinge gehen. Er rettet das Los, er geht den Weg, er geht den Weg zum Ende. Der Sonne und dem Regen preisgegeben, das leise Paar in Sturm und Wind, wo sterben zu leben. Die Menschen müssen füreinander sterben. Das leise Korn, es wird zum Brot und einer wird
den gleichen Weg ist unser Gott, ist er für dich und mich, das Leben selbst geworden. 6. Station: Jesus wird vom Kreuz abgenommen und ins Grab gelegt. Wir wissen nicht, was die Freunde gedacht haben, als sie Jesu Leichnam in das Grab gelegt haben. Sie begruben mit seinem toten Leib vielleicht auch ihre Hoffnung. Sie hatten geglaubt, dass Jesus als Messias Israel erlösen würde. Nun aber war er tot. Wird Gott an den Toten Wunder tun? Viele Menschen, die ihre Verstorbenen bestatten, legen Wert auf eine würdige Gestaltung der Beisetzung. Was denken die Menschen, wenn sie am Grab ihrer Lieben stehen? Ist für sie mit dem Tod alles aus? Erst allmählich wollen die Jünger für die Erfahrung öffnen, dass Jesus von den Toten erstanden ist. Es ist nicht einfach, angesichts des Todes an ein neues Leben zu glauben. Gott selbst weckt durch seinen Geist den Glauben an die Auferstehung in den Menschen. Wir Christen, die an der Auferstehung festhalten, sollten immer wieder Zeugnis ablegen und diese überzeugen, damit die Menschen an den Gräbern nicht trauern müssen, wie jene, die keine Hoffnung haben. Die Grablegung Jesu ist die letzte Station seines Kreuzweges. Sie ist aber nicht der Endpunkt seines Lebens. Jesus lebt und auch das Leben unserer Verstorbenen ist nur gewandelt, nicht genommen. Feiern wir jetzt in diesem Glauben der Eucharistie das Gedächtnismahl unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens wird. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit uns der Kelch des Heils wird. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Herr, wir kommen zu dir und wir bitten, gib, dass diese Feier dir gefällt. Herr, wasche ab unsere Schuld, von unserer Sünde mache uns rein. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, diese heilige Feier stärke uns im Glauben und Vertrauen auf dich, den guten Gott. Lass uns in Lauterkeit den österlichen Tagen entgegengehen, in denen der Ursprung dieser Feier wird. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
zum Sanctus 199. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben uns beim Herrn. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und gerecht. Es ist recht, dir, guter Vater, zu danken und dich zu rühmen. Denn das Leiden deines Sohnes wurde zum Heil der Welt. Seine Erlösungstat bewegt uns, deine Größe zu preisen. Im Kreuz enthüllt sich dein Gericht. Im Kreuz erstrahlt die Macht des Retters, der sich für uns dahingab, unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn loben wir dich und wir stimmen mit ein in das Lob deiner göttlichen Herrlichkeit und singen. Heilig ist Gott in Herrlichkeit, sein Ruhm erfüllt die Himmel sein. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Preist ihn, der kommt in uns wird sein. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmt und trinkt alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns in dein Volk berufen hast und bitten, lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint in unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Christoph, uns allen Bischöfen, unseren Priestern, Diakonen, alle Ordensleuten und mit allen,
die zum Dienst in der Kirche bestimmt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in der Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in ein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, schenke uns allen einmal das ewige Leben in Gemeinschaft mit Maria, mit unseren Namenspatronen, mit dem heiligen Anton Maria Claret und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Beten wir selber, wie Jesus selber gebetet hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus hatte Rückgrat. Er stand immer zu dem, was er verkündete. Er lebte das. Gottes Güte und Menschenfreundlichkeit brachte er unter die Menschen. Menschen mit Rückgrat sind ganz wichtig für eine funktionierende Gesellschaft. Dass wir das sind, dazu sind wir alle eingeladen. Wünschen wir uns seinen Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. seht Jesus Christus. Er ist unter uns in Brot und Wein. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind.
Versuchen wir zu singen 297. Wir danken dir, Herr Jesu Christ. Wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass du für uns gestorben bist und hast uns durch dein heiliges Blut gemacht vor Gott, gerecht und hoch. Wir bitten alle Menschen und Gott, durch deine Wunderschmach und Gott, erlöse uns von dem ewigen Tod und tröst uns in der letzten Not. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns von den alten zu den neuen Zeichen des Heils hinübergeführt. Lass uns deshalb die Gewohnheiten des alten Menschen immer wieder ablegen und neu werden in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Danke für das Mitfeiern. Wir beide wünschen noch einen schönen Abend. Bleiben wir in Gottes Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.